und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cities Skylines. Und zwar machen wir an dieser Stelle eine neue Serie, also willkommen auch zur neuen Serie. Wir haben in der vorherigen Serie, in der ersten Serie dieses Spiels, haben wir schon alle Meilensteine erreicht. Und zwar ging es immer darum, dass wir die nächstgrößere Stadtgröße erreichen bis zur maximalen Stufe. Das haben wir geschafft. Wir haben jetzt knapp über 90.000 Einwohner. Und jetzt machen wir eine neue Serie, und in der neuen Serie werde ich versuchen, dass ich jetzt alle Monumente errichte. Und zwar habe ich gesehen, gibt es noch mehr Sachen, die man machen kann in diesem Spiel, unter anderem eben sind es 4 sehr große Monumente zu erreichen. Dazu muss man sehr viele besondere Gebäude aufbauen, und dann erreicht man die und darf die dann auch platzieren. Und das wollen wir jetzt in der nächsten Serie auch erreichen und hoffen, dass wir das auch schaffen. Ich glaube, das macht ganz viel Spaß. Bin gespannt, was das alles kann. Das sind dann ziemliche Stadtverbesserungen. Man muss aber auch die Stadt ein wenig herrichten, um das überhaupt zu erreichen. Also das wird jetzt unser Ziel sein in dieser neuen Serie. Wir wollen diese 4 Monumente. Ich zeige es euch jetzt gleich, auch im Spiel. Ich stecke nochmal alles um und dann kann es gleich losgehen. Viel Spaß damit. So. Wir sind nun jetzt auf dem Mod-Mic vorne. Ich stelle noch kurz hier etwas ein beim Mikrofon, weil sonst haben wir etwas zu viel Mikrofonverstärkung drauf. Okay, ihr solltet mich jetzt, glaube ich, vernünftig hören. Das stellen wir hier hin und starten das Spiel. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt auf meinem Channel, habe ich jetzt schon fast alle Serien jetzt zu Ende gespielt und habe jetzt auch keine neuen begonnen, obwohl ich schon neue Spiele in Planung habe. Es liegt aber nicht daran, dass ich noch unterwegs bin, auch mit einem anderen Projekt und da auch etwas tue, und da ich jetzt etwas mehr Zeit hatte, habe ich jetzt etwas mehr programmiert. Ich entwerfe nämlich auch Websites, und ja, so hat sich das eben ergeben, dass ich da jetzt etwas mehr Zeit da investiert hatte. So. Gut. Wir steigen wieder in dieselbe Stadt ein wie vorhin. Und zwar dieselbe Stadt, die wir vorher auch schon gespielt haben. Dies ist die 90.000 Personenstadt. Wir spielen da auch gleich weiter, um die, wie gesagt, eben diese ganzen Gebäude zu errichten, die besonderen. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Ein paar von denen könnte sogar sein, dass wir sie direkt aufbauen können, ich weiß es nicht. Ich habe das ja auch noch nie gespielt. Ihr seid immer live dabei. So, mache ich hier an der Stelle am besten eine Pause. Für all die, die meine Stadt noch nicht kennen, eine kleine Führung. Wir haben hier eine Stadt dieser Größenordnung, wo es eben hier hinten unseren Hafen gibt. Und hier wurde ursprünglich begonnen zu bauen, hier im Downtown-Bereich. Und dann haben wir eben diese ganzen anderen Gebiete dazu gebaut. Hier die Industrie, die eigentlich sehr groß und weitläufig ist. Wir haben noch hier hinten ein weniger dicht besiedeltes Wohngebiet, wieder mit hier etwas mehr Dichten dran. Und dann haben wir auch gleich Einkaufsmöglichkeiten. Und dann haben wir auch noch hier Büroflächen, die hellblauen, die ihr hier seht, die sind noch nicht mal alle voll. Das ist das Gebiet, was ich zum Schluss noch dazu gebaut habe. Hier habe ich begonnen, dann noch etwas mehr zu mischen. Also das Gewerbegebiet, das ist das blaue, habe ich dann mit dem Wohngebiet, mit dem grünen und mit dem Bürogebiet vermischt, damit die Leute nicht mehr ständig hin und her fahren müssen zwischen die ganzen Vierteln. Vor allem bin ich auch drauf gekommen, dass meine Viertel recht groß sind. Und wenn man so große Viertel macht wie die hier, dann entsteht zwangsläufig irgendwie sehr viel Transportverkehr zwischen den eigenen Vierteln und zwischen den Pendlern und alles. Und das war eigentlich, glaube ich, gar nicht so ideal. Deswegen habe ich begonnen, dann vermischter zu bauen. Nach hinten hin habe ich auch noch etwas umgewidmet und hier auch. Also ich baue nicht mehr so große Gebiete, sondern eher kleine. Das hat sich zum Schluss hin eigentlich mehr bewährt, auch verkehrstechnisch. Ja, so viel mal zur meinen Stadt. Und jetzt schauen wir uns das an mit diesen Meilensteinen.
Die haben wir alle erreicht. Megalopolis ist die höchste Stufe. Und dann gibt es diese sogenannten einzigartigen Gebäude, die man alle noch erreichen kann. Und die Monumente. Und was wir jetzt hier erreichen wollen in dieser Serie, ist eben die ganzen Monumente. So, und zwar haben wir hier 4 verschiedene. Das Kernfusionskraftwerk, das Eden Project, der Weltraumlift, das medizinische Zentrum und den Hadron Collider. Also es sind 2, 4, 5 sogar. Ja, es sind 5 Monumente. Und wie ihr seht, muss man um ein gewisses Monument bauen zu können, zum Beispiel das Kernfusionskraftwerk, muss man alle anderen vorherigen Gebäude bauen. Die Steuerbehörde, das Observatorium, das Modern Arts Museum, Platz der Toten und. Das heißt, man muss diese ganzen Dinge erstmal haben. Das sind eigentlich diese ganzen einzigartigen Gebäude. Das heißt, um überhaupt diese Monumente zu erreichen, was glaube ich anscheinend gar nicht so einfach ist, muss man erstmal die ganzen einzigartigen Gebäude aufbauen, beziehungsweise erst einmal haben, damit man sie aufbauen kann. So. Und wie ihr seht, der Weltraumlift ist eines der ersten Dinge, die wir eigentlich bald bauen können. Es fehlt nur mehr das große Einkaufszentrum. Darauf haben wir uns zu Beginn des Spieles nicht fokussiert. Das war uns nicht so wichtig. Und jetzt wollen wir das aber nachholen. Wir lassen das jetzt hier auch laufen an dieser Stelle. Und dann bauen wir mal auf. Wir schauen mal kurz, was wir hier für Monumente haben. Wie ihr seht, noch gar nichts. Das kam erst auch, nachdem wir die 90.000 erreicht haben. Das heißt, man kann nicht Monumente bauen, bevor man nicht die größte Stadtgröße haben, die wir jetzt schon haben. Und das sind die ganzen einzigartigen Gebäude und das baue ich erstmal alles auf, was ich aufbauen kann. Zum Beispiel fehlt hier noch das Rathaus. Das Gebäude muss neben der Straße platziert werden. Jetzt bauen wir uns hier auch irgendwo ein Rathaus auf. Das ist hier in der Stadt wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Mitten in der Stadt. Ja, das bauen wir hier hin. Das passt auch zur Altstadt ein bisschen dazu, finde ich. So, was kann das Gebäude? Rathaus, wichtigstes Verwaltungsgebäude ihrer Stadt. Na wunderbar. Schauen wir uns das mal an. Ja, also es ist ein schöner großer Platz. Aufgebaut in einer Gegend, wo total viel Verkehr ist. Wir haben hier immer noch genug Industrieverkehr. Was ist hier los? Friedhof hat keinen Platz mehr. Wir bauen noch einen zweiten Friedhof raus. Wäre noch Platz für Friedhöfe hier oben vielleicht. So. Das ist witzig, weil die Friedhofsauslastung ist recht hoch, obwohl das Krematorium sehr niedrig ist. Okay, wir haben noch eins gebaut. Das dauert ein bisschen, glaube ich, bis es tatsächlich auch gefüllt wird. Gefüllt unter Anführungszeichen. So, jetzt schauen wir noch was an. Und zwar haben wir noch hier, ich gucke noch mal ganz kurz, ob mein Aufnahmeprogramm auch brav aufnimmt hier. Ja, es sollte eigentlich alles da sein. Passt schon. Okay, so. Und zwar haben wir noch andere Gebäude, die wir bauen können. Statue der Industrie. Was kann die? Wenn Ihre Industrie am Brummen ist, können Sie diese großartigen Zeit in der Geschichte der Stadt mit dem Bau einer Statue gedenken. Anforderungen für den Bau des Eden Projects. Okay, ja. Das heißt, wir bauen hier die Statue der Industrie auf. Wir gedenken jetzt unserer schweren Industrie. Warum denn nicht? Da sterben Leute. Wo könnten wir die aufbauen, dass die schön auch ausschaut? Dass die auch einen Sinn hat? Vielleicht da unten hin irgendwo. In der Nähe der Autobahn, da fährt man oft vorbei. Kann man sich die anschauen, ist nicht verkehrt. Wow, ist die groß. Wir bauen die hier unten dazu, weil ich glaube, unten wird noch ein größeres Stadtviertelstadt sein. So, das ist die Statue der Industrie. Ich will nämlich nicht ständig Leute abreißen, nur weil ich jetzt diese Objekte aufbauen muss. Okay, was haben wir noch? Wir haben hier noch zwei andere, und zwar haben wir Quelle von Leben und Tod.
Ein hübscher Springbrunnen erinnert am Passanten an die Zerbrechlichkeit des Lebens. Anforderungen für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Okay, wir bauen auch diesen Wagen noch irgendwo auf. Ja, bauen wir den da unten hin, weil die haben eh so wenig Sachen eigentlich da unten. Die freuen sich dann auch. Einfach nur eine Skulptur. Okay. So, und dann haben wir noch eine Park zum Bauen, und zwar freundlicher Stadtpark. Dieser Park ist äußerst normal. So, ich stelle es mich noch ein bisschen näher zu machen. So. Dieser Park ist äußerst normal, alle Besucher sind freundlich, eben ein gewöhnlicher Stadtpark, in dem Kinder gerne spielen und Familien zum Picknick gehen. Okay, das heißt, dann kann ich ruhig irgendwo hinbauen, wo ich zum Beispiel hier hin wäre nett. Dann freuen sich die Leute. Kann ich da nicht einfach eine Stromkabel drüber ziehen? Ich glaube, das wäre nicht gut, oder? Okay, Wasser gibt es zumindest. Und hier können jetzt die Familien dieser reichen Hapschis hier, die hier wohnen werden, darüber gehen und einfach in den freundlichen Stadtpark. Wow. Ich speichere auch wieder mal, weil ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. So, das wird schon wieder. Und was haben wir noch? Ach ja, hier haben wir noch das Stufe 3 Gebäude, und zwar ein großes Einkaufszentrum. Die Leute kaufen noch immer gerne ein, Touristen umso mehr. Eigentlich bietet sich da der Bau eines Einkaufszentrums an, um noch mehr anzulocken. Anforderungen für den Bau des Weltraumlifts. Okay, das ist echt riesig. Wow. Ich baue das da jetzt in der Nähe von diesen ganzen anderen Gebäuden, die ich hier habe. So, jetzt wieder hier zum Tourismus. Ich habe hier oben so eine Art Mini-Tourismusgebiet, da kommen die ganzen Leute mal her. Ja, ich baue es da hin. Zum Tourismusgebiet, da kommen die Leute hin und erfreuen sich meiner. Kann man das sagen? Man kann das sehen. Wow. So, Strom hat's, weil es direkt da daneben gebaut ist. Wir haben hier auch Bushaltestellen hier irgendwo weiter unten. Das heißt, die Leute können tatsächlich auch... Ja, wir haben sogar die Bushaltestelle direkt hier. Wow, wie die Leute da einsteigen. Okay. Beziehungsweise nicht mehr einsteigen, weil es total voll ist. So, somit haben wir jetzt hier neben den ganzen Attraktionen, die wir hierher gebaut haben, haben wir jetzt auch ein riesiges Einkaufszentrum. Ich glaube, das ist eh nicht verkehrt, weil dann können die Leute tatsächlich direkt zu diesem Einkaufszentrum hin, wenn sie denn wollen. Ich finde das positiv. Ich könnte dann eventuell noch eine Autobahnabfahrt dahin bauen. Mittlerweile klappt es ja schon mit den Autobahnauffahrten bauen. Sehr gut. Brauchen wir so Kurven? Achso, weil es eine Abfahrt ist. Okay, hab verstanden. Ich baue jetzt um dieses Gebäude herum noch eine Straße. Allzu schlecht. Oh. So. Und dann können wir nämlich auch das dahin verbinden.
Schaut jetzt etwas abstrus aus, aber das ist nicht schlecht, glaube ich. Ja, ich baue auch noch eine Autobahnauffahrt. Jetzt lande ich schon wieder bei den Bauen von Autobahnauffahrten. Ich mache, was ich mache und am Ende wird es doch eine Autobahnauffahrt. Nein, aber ich will hier da vorne, wenn ich jetzt schon hier sein Gebiet baue, dann will ich zumindest hier denen die Möglichkeit geben, dass sie halt direkt von der Autobahn dahin fahren. Ich glaube doch, dass es Touristen geben wird, die das machen wollen. Und diese Möglichkeit möchte ich ihnen nicht verwehren. Ich will ja mal nicht so sein. So, okay. So, jetzt schauen wir mal, was es noch gibt alles. Was haben wir noch? Die Steuerbehörde, die müssen wir auch noch bauen. In der Steuerbehörde sind Beamten überamtlich an der Arbeit, die Steuern nach ihrem Geschmack zu optimieren. Anforderungen für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Okay. Die Steuerbehörde brauchen wir für ein Kernfusionskraftwerk. Von mir aus. Wie groß ist die passt hier sicher irgendwo hin. Bitte sehr. Die freuen sich um die Steuerbehörde. Sehr strange. Okay. Kommt und erhebt Steuern von meinen Leuten. So, was haben wir noch? Herzlichen Glückwunsch an uns alle. Was? Warum gratulieren die mir? Ich freue mich ganz viel, dass unsere Stadt den Preis attraktivste Stadt gewonnen hat. Hey, sehr schön. So, was haben wir noch? Das Aquarium können wir noch bauen. Eine der liebsten Ferienbeschäftigungen von Kindern. Okay. Da wir hier oben noch mehr Platz haben, werden wir das jetzt hier irgendwo ansiedeln. Stellt sich nur die Frage, ob das schlau ist. Soll ich zum Beispiel zum Flughafen dazu bauen? Erzeugt das nicht viel Verkehr? Irgendwie. Nein, ich mache es unten in meinem Attraktionsgebiet hier. Die Fälle zu steil, die Gebäude zu groß. Ich sehe nämlich ein bisschen einen Berg hier. So, da. Jetzt können die von der Autobahnabfahrt direkt da drum rumfahren. Runterfahren und dann direkt zu dem Aquarium, das ist riesig. Und hier haben sie auch eine Haltestelle, können sie hier runterlaufen, wenn sie wollen, die Leute. Das ist hier ganz praktisch eigentlich. So, was haben wir alles? Oh, und das Modern Art Museum auch noch, aber das wird immer teurer, 130.000. Hier können Besucher die schönen Künste genießen, Anforderungen für den Bau des Kernfusionskraftwerks. Okay, das ist ein Museum. Vielleicht klatschen wir das nicht mehr alles da rein, obwohl wir da sehr viele Attraktionen haben. Hier haben wir auch eine übrigens. Das Modern Art Museum. In der Mitte hat es keinen Platz mehr. Ich meine, rein theoretisch kann ich es trotzdem bebauen, ist mir egal, ob da was im Weg ist. Ich möchte jetzt nicht die Stadt abreißen, weil ich ein Museum herbauen möchte. Aber ich möchte, wenn ich schon was baue, ach ja, machen wir es hier oben dazu, da oben fehlt uns auch noch hier was. Das ist gut, weil hier haben wir auch schon nämlich was. Ein Museum, das ist schön. Wow, schon cool, oder? Das schaut aus wie diese Guggenheim-Museum. Kennt ihr die? Jetzt sterben wieder Leute.
Also ich habe mich auch ein bisschen informiert. Damals, als mir sehr, sehr viele Menschen gestorben sind, lag es nicht nur unbedingt daran, dass ich zu viele ungebildete Menschen hatte oder gebildete oder was auch immer. Es lag auch ein bisschen daran, dass die Menschen einfach zu alt waren. Also irgendwann werden diese Bewohner alt und sterben. Das ist die normale Spielentwicklung. Und wenn man sehr, sehr viel Gebiet auf einmal gebaut hat, dann hat man sehr viele Zuzüglinge, die waren mal alle jung, dann sind die alle alt geworden, dann sind sehr viele auf einmal gestorben und dann dreht sich das Rad wieder und so weiter und so weiter. Also es ist jetzt nicht unbedingt nur immer eine katastrophale Entwicklung dessen, wie man gebaut hat, wenn jetzt die Leute abhanden kommen, sondern es ist durchaus manchmal auch eine normale Entwicklung. Das ist angeblich kein Problem, wenn man genug Schulen hat. Es ist nicht schlimm. Es ist sogar gut, wenn die Leute gebildet sind. So viel dazu. Sie gehen auch mit Universität in die Arbeit. Aber sie sterben halt auch und dann muss man halt durch diese Zeit, wo die Leute dann halt einem absterben. Ich finde das cool, wie ich das auf der Straße gebaut habe. Da schaut der Viertel ganz schön aus, wenn man die Straße ein bisschen wilder baut. Jetzt haben wir auch einen Spielplatz mittendrin. Wir machen auf der Seite an. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn alles? Haben wir schon alles gebaut, was wir konnten? Ich glaube schon. Gut, und jetzt schauen wir uns das mal an, was wir noch bauen. Oh, wir können schon. Den ersten können wir schon bauen, den Weltraumlift. Das erste Monument haben wir schon quasi fertig, weil wir alle Gebäude schon hatten. Die haben sie nur noch nicht gebaut. Leute reisen aus nah und fern in die Stadt, um sich in den Weltraumlift anzusehen. Dies bedeutet einen riesigen Zustrom an Touristen. Okay, jetzt muss ich noch überlegen, wo ich diesen Zustrom haben möchte. Sicher bin ich mir noch nicht. Also ein riesiger Zustrom an Touristen. Wo wäre der ideal? Ja, vielleicht dahin oder dahin. Kommen die denn dahin? Ja. Wir bauen den dahin. Sollen die Touristen halt von da oben kommen. Diese Meldung da unten OBS-Studio, das ist das Programm, womit ich aufnehme, ab und zu verliert das anscheinend die Verbindung. Ich weiß nicht warum. Ist halt so. Ob es an meinem Internet liegt, ich weiß es nicht. Was kostet das Ding? Okay, und das kostet doch 1,5 Millionen. Also wir werden diese Missionsziele nicht so schnell erreichen, wenn wir nicht genug Geld haben. Wir müssen kräftig Cash machen hier. Wenn die alle so viel kosten. Der kostet 850.000, der 1 Million, der 650.000. Okay, bauen wir erstmal den Weltraumlift dennoch irgendwo auf, obwohl er sehr, sehr teuer ist. Ich bin zwar nicht pleite hinterher, aber viel Geld habe ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwie möchte ich ihn nicht da hinten einfach da in die Ecke pferchen, obwohl da eine recht gute Anwendung ist, finde ich. Von allen Seiten. Sogar eine Zuganbindung haben wir hier vorne. Also ich finde es eigentlich ganz praktisch, dahin zu bauen. Ja, wir bauen ihn da vorne hin. Wow. Da haben sich aber viele Leute gefreut hier. Bis dahin. Die ganze Stadt hat sich mitgefreut. Ich habe ihn mittendrin in der Stadt aufgebaut. Hier in meinem Attraktionsbereich. Was kann das Ding? Weltraumlift. Mit dem Weltraumlift können Sie viele Touristen haben. Ach, fliegt man da in den Weltraum oder was? Ist das eine Rakete? Ist das ein Beamer? Soll das ein Beamer darstellen? Wow. Habe ich noch Strom? Wie viel Strom braucht das Ding eigentlich? Ja. Es mangelt mir nicht an Strom. Müllverbrennung. Gerade noch in Ordnung. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir hier zu diesem Weltraumlift auch Busstationen gebaut haben.
Wir haben ja noch eine zusätzliche Busstation eingebaut. Wenn wir schon hier... Oh, wir hatten hier vorne schon eine. Dann verlegen wir die Busstation lieber hier vorne vor. So, okay. Was haben wir noch? Wie schauen wir U-Bahn-technisch hier aus? Wir haben hier vorne eine U-Bahn-Station, hier oben. Was durchaus praktisch ist. Vielleicht brauchen wir noch eine da unten. Das mit dem Gefälle ist ein bisschen nervig hier, muss ich sagen. Ach, hier ist gut. So. Wo haben wir noch U-Bahnen da hinten? Okay. Wir haben jetzt noch ein paar mehr U-Bahnen gebaut. Also eine U-Bahn-Station und wir verziehen jetzt am besten noch eine Linie dahin. Sehen wir überhaupt, welche Linien hier fahren? Zuglinien, U-Bahn-Linien, wow, haben wir viele. Die sind so gut benutzt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. So, jetzt schauen wir uns die mal alle an. Wir blenden die mal alle aus. Gucken wir uns jetzt mal die grüne hier an. Fährt innerstädtisch, transportiert sehr viele Passagiere. Lassen wir. Dann haben wir U-Bahn-Linie blau. Wo ist blau? Schwer zu erkennen ein bisschen, das Ding ist auch so riesig hier, die ganzen Symbole sind so riesig, da bleibt nur so wenig Fensterfläche übrig. Das ist die hier. Okay. Blau lassen wir auch. Rot, wie ist rot gezogen? Rot fährt auch innerstädtisch. Ja, rot können wir ein bisschen verziehen. So. Wir ziehen den zu dem neuen hier, Linie zum Hinzufügen einer Haltestelle ziehen. Ja, wir machen Rot etwas größer. Ja, so. Ich will das da so rüberziehen. Ein bisschen schwierig bin ich gemacht. Also ich habe hier Rot. Kannst du da rüber? Nee. Okay. Ich möchte nicht, dass sie da hin und her fahren mit der U-Bahn, sondern die sollen hier im Kreis fahren. Ein bisschen das kleine machen. Ja, wunderbar. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Gut. Was haben wir noch? Hier fährt jetzt rot. Rot fährt jetzt ein bisschen im Kreis. Diese Haltestelle hier in der Mitte noch entfernen. Das fährt sehr seltsam, diese U-Bahn, finde ich. Ich wollte nur, dass die jetzt einfach noch eine Schlaufe dazu fährt. Ich könnte sie theoretisch entfernen, die U-Bahn-Linie. Ja, die lösche ich jetzt. Ich habe so viele U-Bahn-Linien und so seltsam verteilt, finde ich. Die ist blau. Also blau haben wir gesagt, lassen wir. Gelb ist
lassen wir auch. Orange haben wir noch. Sehen wir Orange? Orange läuft da entlang. Auch sehr unnütz, die fährt so ähnlich wie Rot und so. Grün. Das ist eine U-Linie, die außenrum fährt. Die lassen wir auch. Wir fahren auch sehr viele Passagiere. Wir machen einfach nur eine neue hier. Und zwar von der neuen U-Bahn-Linie zum... Haben wir jetzt im Hafen nicht auch was? Nein. Okay, von der neuen U-Bahn-Linie. Ich möchte nämlich zum Flughafen. New Market Town, rüber. Genau, fahren wir zum Flughafen hin und dahin. Genau, wir fangen hier nämlich alle unsere Attraktionen noch vorher ein. Gut. Jetzt sind wir einmal zum Flughafen und jetzt fahren wir einmal noch außen rum. So wie es vorher mal gegeben war. Neue Linie dahin. Bitte. Abgebrannte Gebäude sind nicht so schlimm. Das hört sich nicht so schlimm an, aber so, sehr gut. Jetzt fahren zumindest 2 Linien hier vorbei. Wir könnten was noch machen, eventuell. Machen wir noch eine einzige, und zwar so entlang, so entlang, so entlang. Eine etwas größere Linie. Weil die Leute nutzen schon die U-Bahn, das hat man schon gesehen. Ist nicht verbunden, was ist los? Ich hab doch viel gewonnen, oder? Wo bin ich? Genau, da hinten. Hier darüber, oder? Ich weiß nicht, wo ich angefangen habe. Eigentlich traurig sein. Ich will ja eine U-Bahn bauen, ich muss nur schauen von wo aus. Neue Linie, gut, so. Genau, lassen die mal in die Gegenrichtung fahren. Wohin in der Grabpark? Runter. Okay, fertig. Gut. Das reicht erstmal, was U-Bahn-Linien und Verbindungen anbelangt. Wir haben hier nämlich viel. Wir haben hier Zug, wir haben hier Bus, wir haben hier U-Bahn. Das reicht. Gut, aktuell sterben wieder ein paar Leute, aber das ist nicht so schlimm. Okay, wir schauen uns jetzt mal an, was ich kann noch so ein Ding bauen. Nein, kann ich nicht. Sehr schräg. Okay, wir haben Monumente gebaut. Wir haben den Weltraumlift. Das ist das, wo wir schon fast alles hatten und deswegen haben wir das auch bauen können. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir als nächstes brauchen könnten überhaupt. Und das streben wir dann an. Das Eden Project ist ein riesiges Treibhaus, das sich perfekt für weitläufige Gärten, Vorlegsungsspiel, Früchte und Pflanzen eignet. Im Stadtprofil steht es sehr gut zu Gesicht, außerdem entfernt es Verschmutzung bei Land, Wasser, Luft, was wiederum die Grundstücke im Stadtbereich erhöht. Oh, das ist gut. Ja, dann probieren wir mal das Eden Project zu erreichen. Also ich brauche den Geschäftspark,
brauche den Offizierpark, brauche die Kathedrale des Wohlstands und Services-Bürogebäude. Wo ist das alles? Ich muss hier Müllberge erreichen, dann kann ich die Regierungsstellen aufbauen. Wie toll, also je unfähiger meine Stadt ist, desto mehr kann ich Regierungsgebäude aufbauen. Wie interessant. Okay, wir schauen uns das gleich im nächsten Video an, weil wir hier schon wieder auf über eine halbe Stunde sind. So, ich hoffe, es freut euch, dass ich wieder die Cities Skylines spiele. Mich freut es. Ich möchte nämlich sehen, wie die ganzen Dinge hier alle ausschauen. Ich möchte irgendwie eigentlich alles schaffen, bevor ich ein Spiel wieder auf die Seite lege. Und da mir das Spiel eigentlich ziemlich viel Spaß macht, spiele ich das jetzt eben weiter. Ich hoffe, euch auch. Wir haben jetzt eins der 5 Monumente schon gebaut. Das ist sich eben ausgegangen mit allem, was wir schon hatten. War sehr, sehr, sehr teuer. Kostete mich, ich glaube, fast 2 Millionen, fast das ganze Geld, was ich hatte. Jetzt muss ich wieder neues Geld anscheffeln, aber das geht relativ gut aktuell. Ich verdiene gut. Ja, auf jeden Fall in der nächsten Folge schauen wir, dass wir die nächsten Monumente bauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es macht euch Spaß, hier zuzuschauen. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Cities Skylines hier mit Wingman. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.